Kommentatorposition. Rundum im Stadion sind schon alle Zuschauer fast hereingekommen, die man erwartet hat. 43.000 Karten waren im Vorverkauf weg, aber es ist bitterkalt hier und nicht alles ist voll besetzt, aber die Stimmung ist ausgezeichnet. Und soeben ist unten die Hymne der Champions League ertönt. Wir werden Rapid mit 2 Sturmspitzen sehen, nämlich mit René Wagner und Christian Stumpf, der diesmal vom Ampfifan mit dabei ist. Für Rapid geht es ja darum, dass die Mannschaft hier im letzten Spiel der Gruppe C, im 6. Spiel, dem letzten Heimspiel, also gegen diese Mannschaft, das Star-Ensemble von Manchester United, gewinnen will. Manchester United wiederum muss gegen diese Mannschaft, Rapid, die noch kein einziges Mal in der Champions League siegen konnte, gewinnen, will der englische Meister in das Viertelfinale aufsteigen. Hier haben wir die Mannschaft von Rapid mit Konsel, Ivanov, Libero, Schöttl, Stöger im Mittelfeld, Stumpf, Sturmspitze, Kübauer, Prosenik, Ratajczyk links an der Seite, René Wagner, zweite Sturmspitze, dann Zinkler und Andi Heraf defensiv, wie gewohnt im Mittelfeld, also 2 Sturmspitzen. Und da Manchester United, Peter Schmeichel, Gary Neville, Dennis Irwin, David May, Gary Pallister, Eric Cantona, Nicky Butt, der zuletzt gegen Leicester 2 Tore geschossen hat, David Beckham, Ryan Giggs, der trickreiche Stürmer, Roy Keane und Ole Solskjaer, der den Vorzug von Jordi Cruyff erhalten hat. Und hier ist der Schiedsrichter, ein umstrittener Mann in vielen Länderspielen. Das ist der Schwede Leif Sundell, ein Heeresbeamter, 38 Jahre alt, der ist seit 1990 internationaler Referee. Und hier die taktische Aufstellung. Hier haben Sie schon die beiden Manndecker, Schöttl und Zingler. Die werden gegen Cantona bzw. Solskjaer spielen. Dann Kübauer und Stöger. Und vorne, wie gesagt, Wagner und Stumpf. An den Seiten Ratajczyk links und Prosenik rechts. Und hier das 4-4-2, das eher ein 4-4-1-1 ist. Denn Solskjaer wird vorgeschobene Spitze spielen und Cantona hinter ihm. Hier haben wir den Manchester Star im Bild. Er soll das Spiel lenken, er hat alle Freiheiten, aber er hatte zuletzt Ladehemmungen. Und das ist der Fußballer des Jahres, der von der APA, aus der Presseagentur, in einer Umfrage aller Trainer, Sie haben es ja bereits erfahren, gewählt wurde. Und hier haben wir Alex Ferguson, den Coach, der Nachfolger des legendären Matt Busby geworden ist oder auch Nachfolger eines ebenso legendären und spektakulären Coaches wie Tommy Docherty. Und jetzt hat dieses Spiel begonnen. Wir werden sehen, was es bringen wird. An und für sich, Rapid will gewinnen, möchte sich mit einem eindrucksvollen Ergebnis hier verabschieden von der Champions League. Dürfen aber nicht solche Fehlpasses passieren. Aber es ist irgendwo ein Anachronismus, denn eigentlich müsste Manchester gewinnen, Fenerbahce bei Juventus nicht weiterkommen, dann würde Österreich in der allgemeinen UEFA-Wertung weiter an 8. Stelle bleiben. Und das heißt, dass Österreich, wenn dann auch noch die Griechen mitspielen im März mit AEK Athen und nicht ins Viertelfinale kommen im Pokalsiegerbewerb, dann würde Österreich also 8. bleiben. Und Österreich, das kleine Österreich, könnte dann 2 Vertreter in der Champions League stellen. Das würde bedeuten, dass der Meister automatisch schon für diese 8er-Gruppen qualifiziert wird. Man wird also sehen, was hier passiert. Ideal wäre ein Unentschieden und Fenerbahce verliert bei Juventus. Dann würde der Heimrekord von Rapid halten, 13 Europacup-Spiele ungeschlagen zu sein. Außerdem noch seit 1981 beim 0:1 gegen Real Madrid. Da hat man hier zum letzten Mal im damaligen Prater-Stadion verloren. Das ist also die Ausgangssituation. Manchester hat auch bei den letzten Niederlagen im Europapokal gezeigt, daheim gegen Fenerbahce und gegen Juventus, beide Male 0:1, dass man sehr gut gespielt hat, nur die Chancen nicht verwertet hat. Und Manchester beginnt hier gleich mit vollem Druck. Und Prosenik rettet hier vor Giggs, hat eine schwere Aufgabe gegen den wieselflinken walisischen Auswahlstürmer und erster Eckball jetzt für Manchester United. Da haben wir Solskjaer, der Norweger, pardon. Und die erste Chance. Wer war's? Cantona. Der erste Legionär, der in England 1994 war, zum Fußballer des Jahres in England gewählt wurde. Die Geschichten von ihm, der hier den Ball nicht genau trifft, die haben Sie alle gehört. Das Enfant terrible, das über viele Stationen in Frankreich wie zweimal Marseille, Bordeaux, Nîmes, dann nach Leeds gekommen ist, dort nicht realisieren konnte.
aber dann von Alex Ferguson wirklich integriert wurde in das Star-Ensemble von Manchester United, der Schlachtenlenker sein soll. Bei den Engländern wieder Pallister im Zentrum der Abwehr mit dabei. Er war ja lange Zeit verletzt und hat debütiert jetzt beim Meisterschaftsspiel gegen Leicester, das man durch 2 Tore von Butt und eines von Solton Park. The club chairman Peter Johnson admitted today that the ground had become outdated. Rather than redevelop the stadium, they may move to a new home. Liverpool's Anfield is still there, but in years to come, the Merseyside derby may be missing one vital ingredient: Goodison Park. After 104 years, Everton are considering a move to the outskirts of Liverpool. They are, as they put it, landlocked. Attempts to increase their 40,000 capacity impossible in the present location. Theirs is a common plight. The massive crowds of 50 years ago in the league, a thing of the past. Everton once boasted home support of up to 78,000. That's almost halved. Tottenham Hotspur's attendances have fallen from 75 to 33,000. And Newcastle United from 68 to 36,000. Simon Inglis, an expert on the changing face of the country stadia, says Everton's problem is to be expected. Goodison Park is a very good example of a stadium which, although it was highly modern in the 1930s, has really fallen badly behind the times. And now they face the choice: do they spend a vast amount of money on a site which has very little room, or do they move out and start again? Newcastle, though St James's has recently been redeveloped, are looking at a new site within the city to increase their capacity. Inglis says it won't be long before others follow suit. Tottenham, Arsenal, Manchester City and a few others are saying, well, all the money we've spent on our grounds, has it been worth it? Have we built stadiums for the 21st century? That's the big question. There's a likelihood that the 21st century will bring a European Super League. And looking at their continental counterparts, British clubs are playing catch-up. Our clubs are going to be left behind in the race for the great European Super League, if such a race there be. It's hoped that Everton don't leave behind their fans as well if they move. But like many other clubs in the future, they may have to sacrifice sentiment for the good of the club. Ollie Foster, Sky News. News from the